Ho, ho, ho! Wir sind beim monatlichen Ecom Videocast im Dezember angekommen und wie ihr seht, sind wir alle in größter Weihnachtsstimmung. Habt ihr auch schon einen Weihnachtsbaum gekauft und ihn schön dekoriert? Wie ihr seht, haben wir hier unser Ecom-Büro besonders gemütlich gemacht für euch. Ich möchte euch heute im Season Talk gerne vorstellen, wie die Deutschen Weihnachten feiern. Und im Culture Talk möchte ich euch die traditionellen Holzpuppen oder die traditionelle Handwerkskunst der Deutschen einmal vorstellen. Also legen wir los. Es ist Weihnachten. Hattet ihr schon mal die Gelegenheit, in Deutschland Weihnachten zu feiern? Dann habt ihr sicherlich festgestellt, dass das ein bisschen anders abläuft als in Japan. Weihnachten ist vom 24. bis zum 26. Dezember und es ist ein Fest der Familie und ein Fest der Ruhe. Wobei man allerdings dazu sagen muss, dass die Wochen vor Weihnachten alles andere als ruhig ablaufen in Deutschland. Es ist eigentlich sehr, sehr stressig und hektisch, weil alle Deutschen damit beschäftigt sind, die ganzen Weihnachtsgeschenke für ihre Familie, ihre Freunde, ja ihre Verwandten zu besorgen. Erst am 24. Dezember kommt so richtig Ruhe in das Land. Den 24. Dezember verbringt man mit seiner Familie. Traditionellerweise kauft morgens der Vater auf einem Weihnachtsbaummarkt einen Weihnachtsbaum. Hier könnt ihr das sehen. Das sieht man im Dezember überall in Deutschland. Das sind so Plätze, wo ganz viele richtige Tannenbäume hingestellt werden. Dort kann man hingehen und sich den Tannenbaum, der einem am besten gefällt, aussuchen und mit nach Hause nehmen. Also keine Plastikbäume, sondern bitte richtige, echte Bäume. Dann bringt der Vater diesen Weihnachtsbaum nach Hause und dann sind die Kinder eigentlich dafür zuständig, den Baum zu dekorieren. Damit verbringen sie meistens 1 bis 2 Stunden, bis der Baum richtig schön perfekt aussieht. In dieser Zeit bereitet die Mutter in der Küche das weihnachtliche Abendessen vor. Den Weihnachtstag nennt man Heiligabend. Und den Moment, wo man sich die Geschenke gegenseitig gibt, das ist die Bescherung. Also wenn dieser Baum fertig geschmückt ist, legt man alle Geschenke unter diesen Baum und dann werden abends diese Geschenke bei der Bescherung zusammen ausgepackt. Es ist in jeder Familie etwas unterschiedlich, ob man das Weihnachtsessen schon vor der Bescherung isst oder nach der Bescherung. Auf jeden Fall ist es ja das größte Glück der Kinder und der Familien, dass sie nach dem Geschenke auspacken sich mit ihren Geschenken beschäftigen, das Fernsehprogramm gucken, das auch immer ganz besonders ist an Weihnachten, oder dass sie halt das leckere Weihnachtsessen, das die Mutter vorbereitet hat, essen. Ja, Weihnachten ist aber noch bis zum 26. Dezember. Was machen die Deutschen noch? Also man besucht eigentlich seine Verwandten und seine Familie oder viele Leute gehen auch in die Kirche. An Weihnachten ist Jesus geboren worden. Dementsprechend gibt es sehr viele Kirchenzeremonien und Weihnachtsgottesdienste, wo die Leute hingehen. Etwas anderes sehr, sehr Schönes ist, wovon ihr sicherlich auch schon gehört habt, das sind die schönen Weihnachtsmärkte. Auf den Weihnachtsmärkten in Deutschland kann man ganz tolle Dekorationen kaufen, schöne Weihnachtskerzen und traditionelle Holzfiguren, die ich euch gleich noch im nächsten Thema vorstellen werde. Ein Highlight dieser Weihnachtsmärkte ist neben dem leckeren Essen der sogenannte Glühwein. Habt ihr das schon mal gehört? Der Glühwein ist ein besonderer Weihnachtswein, den man sowohl in den Supermärkten kaufen kann, als auch, man kann ihn selbst machen. Aber am allerbesten ist es, wenn man diesen Wein zusammen mit anderen Leuten auf dem Weihnachtsmarkt trinkt. Er wird ganz heiß getrunken und in diesem Wein sind ganz tolle Gewürze wie Zimt oder Orangen oder Nelken. Und im Dezember ist es schon ziemlich kalt in Deutschland, deshalb macht es besonders Spaß, dann in dieser Kälte mit den anderen Leuten zusammen auf dem Weihnachtsmarkt zu stehen und dann trinkt man lecker diesen Weihnachtswein oder diesen Glühwein. Ihr könnt mal schauen, im Internet gibt es oft Rezepte für diesen Glühwein. Wenn ihr Glück habt, könnt ihr ein Rezept auf Japanisch finden und dann dieses Jahr den Glühwein einmal selbst machen. Viel Glück! In Deutschland gibt es eine lange Tradition in der Herstellung von Holzfiguren und Holzdekorationen. Das ist das sogenannte Kunsthandwerk.
Besonders berühmt sind die Holzfiguren aus dem Erzgebirge. Das Erzgebirge liegt zwischen Deutschland und Tschechien. 2 der berühmtesten Figuren habe ich heute euch einmal mitgebracht. Tada! Der Nussknacker. Habt ihr den schon mal gesehen? Wahrscheinlich, ne? Also der Job des Nussknackers ist es eigentlich, wenn man in seinen Mund eine Nuss reinlegt. Wieder rausgefallen. Wenn man eine Nuss in den Mund reinlegt, dass man dann hinten zudrückt und dann soll er die Nuss zerbeißen. Die Deutschen essen sehr, sehr viele Nüsse in der Weihnachtszeit und da brauchen sie natürlich einen Nussknacker. Das Problem ist nur leider, dass die Schalen der Nüsse so hart sind, dass diese Nussknacker sehr, sehr schnell kaputt gehen, weshalb man den Nussknacker eigentlich nur noch als Dekoration benutzt und gar nicht mehr zum Nüsseknacken. Sieht doch ganz lustig aus. Es gibt den Nussknacker in sehr, sehr vielen verschiedenen Designs und zum richtigen Nüsseknacken benutzt man dann so einen Metallknacker, der dann ohne Probleme die Nüsse zerknacken kann. Aber der sieht natürlich nicht so interessant aus. Vielleicht könnt ihr es schon sehen, dass hier so ein komischer Rauch durch den Raum kommt. Ich möchte euch nämlich das berühmte Räuchermännchen vorstellen. Das ist eines der berühmtesten Figuren. Das Schöne ist an dem Räuchermännchen, dass es nicht nur süß aussieht, sondern man kann durch das Räuchermännchen den typischen Weihnachtsduft riechen. In dem Räuchermännchen, ich versuche es euch mal zu zeigen. In dem Räuchermännchen ist eine Duftkerze, die besonders viel raucht und die ganz besonders toll nach Weihnachten riecht. Wenn man dann das Männchen wieder zumacht, sieht es aus, als würde es durch die Pfeife rauchen und der ganze Rauch aufsteigen. Sehr, sehr beliebt. Ja, wo kauft man denn diese Figuren am besten? Am besten kauft man die Figuren auf einem Weihnachtsmarkt. Dort gibt es sehr, sehr viele Stände, wo die verschiedensten Figuren natürlich auch in sehr verschiedener Qualität angeboten werden. Die richtigen traditionellen Figuren sind recht teuer, aber trotzdem lohnt es sich, sie zu kaufen, weil sie einfach süß sind und zum deutschen Weihnachten dazugehören. Schaut doch gleich mal im Internet nach, wo ihr den nächsten Weihnachtsmarkt bei euch in der Nähe finden könnt. Ich bin mir sicher, dass ihr vielleicht einen Nussknacker oder ein Weihnachtsmännchen dort kaufen könnt. Also viel Erfolg! Das war der letzte Videocast für dieses Jahr. Schade, schon wieder vorbei das Jahr. Ich hoffe, mein tolles Outfit hat euch gut gefallen. Und jetzt ist es Zeit, dass sich alle etwas entspannen. Das Jahr ist zu Ende, wir können uns etwas ausruhen. Aber ich will euch natürlich noch zu guter Letzt etwas beibringen, etwas Neues Deutsches. Und zwar, wie die Deutschen sich grüßen an Weihnachten. Was sagen sie denn überhaupt? Wenn ihr einen Deutschen in der Weihnachtszeit seht, solltet ihr ihn begrüßen mit Frohe Weihnachten. Ganz genau das ist es, was ich euch jetzt auch wünsche. Frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr. Bis nächstes Jahr. Tschüss.